Ja, guten Morgen zusammen. Heute sind wir in Puerto Quetzal. Ob man das wirklich so ausspricht, ich muss zugestehen, ich weiß es nicht. Was ihr heute mit mir alles erlebt, gleich nach dem Intro. Und es ist heute schon wieder soweit. Es ist wieder ein erstes Mal. Und zwar heute in Guatemala. Ich freue mich richtig darauf. Man hört so viel Positives bezüglich Natur und Tiere von hier. Ich bin echt richtig gespannt, denn heute geht es auch darum, ich mache eine Safari und zwar in eines der größten Naturreservate hier in diesem Land. Zusätzlich soll es auch noch sowas wie ein Zoo sein. Ich weiß also nicht genau, was mich erwartet. Ist es Naturreservat? Ist es Zoo? Ist es beides? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich schon richtig. Es ist unglaublich heiß, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn man aus dem Schiff rauskommt, erschlägt es einen. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir doch einfach mal, was auf uns zukommt. Aber als erstes seht ihr noch kurz den Sonnenuntergang von gestern Abend, denn der war wunderschön. Also genießt es. Ja, hallo zusammen. So, das hier ist ein Einschub. Ich bin eigentlich schon viel weiter. Es war mir aber wichtig, dass ihr diese Info bekommt, bevor ihr jetzt weiterschaut. In diesem Video seht ihr, wie ich gebrochen werde ab Tieren. Ich kann euch jetzt schon bereits sagen, das hier ist für lange Zeit mein schlimmster Ausflug, den ich je erlebt habe. Der schlimmste Platz, den ich je gesehen habe. Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich euch das überhaupt zeige, was jetzt alles folgt. Aber ich werde es euch zeigen. Grundsätzlich habe ich nichts zu verbergen. Ihr dürft auch sehen, wenn ich weine, das ist mir egal. Aber einfach so als kleine Vorinformation. Also, vielleicht genießt es.
Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich. Ich muss echt sagen, ich ringe gerade extrem. Echt extrem. Ich bin sonst der Mensch, der immer sagt, man muss das Positive sehen, das Positive betrachten, hervorholen und so weiter. An diesem Ausflug kann ich bis jetzt nichts entdecken, was positiv ist. Das hier soll einer der größten nationalen Reservate von Guatemala sein. Etwas Positives. Man fährt mit Bussen durch die engsten Gassen hindurch, durch die engsten Gehege. Die Tiere hatten keine Chance, sich hier irgendwo zu verstecken. Das geht nicht. Man sperrt Affen in die kleinsten Gehege, die ich je gesehen habe, nur dass es Touristen betrachten können. Entschuldigung, eventuell schaffe ich es auf dem Schiff etwas mehr zu sagen, aber an diesem Ort empfinde ich Hass, purer Hass und Leid in einem. Schwer zu erklären. Ich zittere am ganzen Körper. Ich mag diesen Ort nicht. Ich kann nur sagen, wie es für mich aussieht, aber für mich sieht das halt aus, als wäre auf seinem Rücken und seinem Hals überall Blut. So, ich glaube und hoffe, das war's mit dem Teil mit Bussen. Ich werde am Schluss, wenn ich noch wieder hier bin, noch mal versuchen, noch kurz einfach die Geräuschkulisse aufzunehmen, wie es sich anhört, wenn du um 5 Busse herumstehst, die eher etwas älter sind. Und das hier haben die Tiere durch und durch. Sie werden von der einen Seite vom Gehege aufs andere gescheucht, in dem der Bus hindurchfährt. Dann fährt der Bus auf der anderen Seite zurück und die ganze Herde wird wieder auf die andere Seite gescheucht. Also, ich bin froh, dass ich mich wieder ein bisschen gefasst habe. Es tut mir auch leid, dass es nicht immer so war. Das ist definitiv das Schlimmste für mich, für meine Seele, für meine Psyche, das ich in letzter Zeit erlebt habe. Ich war ohne Worte. Ich wusste nichts, was sagen wirklich. Es ist einfach eine Mischung aus purem Hass und Trauer. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich extrem. Von dem her, jetzt haben wir noch einen Teil, wo wir durchlaufen können. Ich versuche es mal, schauen. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt, muss ich ehrlich zugestehen. Von dem her, ich war, glaube ich, schon lange nicht mehr an meinen Grenzen. Meine Komfortzone ist sowas von überschritten. Von dem her, ich schaue mal. Trotzdem, es gibt immer noch schöne Augenblicke. Das muss ich festhaben. Es gibt schöne Augenblicke. Man muss sie einfach suchen. Und zwar ist für mich ein schönes Augenblick, wir fahren durch ein Gehege und sehen kein Tier. Ich hoffe, da war ein Tier und wir haben es nicht gesehen. Das ist meine Hoffnung. Wenigstens ein Gehege, wo das Tier nicht herumgescheucht wird. Von dem her, schauen wir mal weiter. Es tut mir echt leid, auch für die Qualität des Filmes. Wir sind durchgehend in einem Bus hinter getönten Scheiben mit Reflexionen. Sowas habe ich nicht erwartet. Eines der größten Naturschutzreservate von Guatemala. Ich weiß nicht, ich habe mir was wie Afrika vorgestellt, aber das definitiv nicht.
Ja, hallo. So, ich hoffe, es ist für euch okay, wenn ich jetzt den Abschluss und das Fazit in meiner Kabine mache. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich kann mich hier mehr konzentrieren als draußen aktuell. Ja, es fällt mir echt schwierig, eine neutrale Meinung wiederzugeben über Guatemala. Starten wir mit dem Positiven. Also ich glaube, dass das Land echt was zu bieten hat. Ich würde mir echt wünschen, dass wenn ich irgendwann nochmal die Zeit habe und ich nochmal hier bin, dass ich wirklich das Land auf eine andere Art und Weise kennenlerne. Das wünsche ich mir wirklich. Naturtechnisch hat es einen Mix für mich, so ein bisschen aus Südafrika, was ich gesehen habe, aber grüner. Aber so dieses Flair von flach, dann einzelne Bäume dazwischen, erinnert mich extrem an Südafrika, wo ich war. Einfach wie gesagt, etwas grüner hier alles. Und dann gibt es aber auch Areale, die wirklich mehr dschungelmäßig sind, von dem her, also auch das hier bietet es. Ja, also naturtechnisch eigentlich sehr schön, genau das, was ich mag. Im Hintergrund hat man viele Berge gesehen, ich kann mir vorstellen, dass es dort richtig cool ist. Wunderbar. Ich kenne es von früher, von Fotos, von Google, YouTube, Filme, was auch immer, dass es eigentlich ein Land mit unglaublich coolen Tieren ist. Das, was ich bis jetzt gehört habe. Ich weiß von anderen Gästen, die behaupten oder die sagen, für sie ist Guatemala das schönste Land, das sie jemals bereist haben. Ich kann das heute jedenfalls nicht bestätigen für mich. Finde ich ganz wichtig für mich. Ich glaube, ich hatte es echt noch nie oder ich wüsste es nicht mehr. Es kann sein, dass ich schon mal hatte, ich wüsste es nicht mehr, dass ich auf einem Ausflug echt Tränen in den Augen hatte, einfach weil ich nicht mehr konnte. Dieser Ausflug hat es echt hingekriegt, mich psychisch zu brechen. Ich übertreibe gerne. Jeder, der mich etwas kennt, weiß, dass ich gerne übertreibe. Aber für mich war es echt hart. Also ich hatte echt durchgehend Probleme, die Worte zu finden, mich zu fassen, mich zu beruhigen, mich wieder runterzuholen. Und jeder, der mich eigentlich kennt, müsste eigentlich wissen, dass ich damit echt wenig Probleme habe. Also ich bleibe oft eigentlich sehr, sehr ruhig, wo andere Leute schon viel, viel früher austicken. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Und ich begreife Menschen nicht, die eigentlich nur das Negative sehen und damit so viel Zeit von ihrem Leben verschwenden, um gute Sachen zu finden. Also ja, aber ich habe es heute selber gemerkt auf der Rückreise, diese 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, also jetzt die 1,5 Stunden zurück am Schluss. Ich war einfach nur beim Park. Ich war nur dort. Ich habe mich nicht fassen können. Also es war echt, ja, kein Highlight der positiven Art für mich. Von dem her langsam geht alles wieder. Wie gesagt, ich bin eigentlich sonst jemand, der das ganz gut, sehr schnell abtun kann. Heute im Park ist es mir echt überhaupt nicht gelungen. Von dem her, ja, ich wünsche das keinem Tier so behandelt zu werden. Ich finde es noch extrem. Ich wüsste jetzt nicht vielleicht, was mich eigentlich so zur Rage gebracht hat. Ich glaube, es ist einfach das ganz Gesamtheitskonzept. Es ist so, ich glaube, ich war schon das erste Mal irritiert, als der Chauffeur, also als der Guide zurückkam und meinte, so, alle wieder einsteigen in den Bus. Wir fahren jetzt mit dem Bus durch das Reservoir. Und da dachte ich schon, was ist denn das? Man fährt mit einem Bus durch ein Reservoir? Okay, aber ich hatte halt vor mir, in meinen Augen, immer noch das Reservoir, wie ich es kenne, von Südafrika, das so groß ist, dass man mit dem Auto 3 Tage braucht, um einmal quer hindurch zu fahren. Da dachte ich, okay, ist natürlich beschissen für mich, jetzt als Fotograf und Filmer, weil ich nur getönte Scheiben vor mir habe. Also ich habe immer Reflexionen, ich habe immer eine Verfälschung vom Bildmaterial. Dachte natürlich für mich schon, ach nee, warum? Wie kann man so dumm sein und so einen Ausflug machen? Aber okay.
Und dann kam ich halt in das erste Gehege rein und ich fühlte schon so, was ist das denn? Das ist ja munzig klein, das ist ja richtig eng. Also, und in jedem Gehege wurde es halt für mich und mein Gefühl einfach immer schlimmer, immer schlimmer. Bei den Löwen bin ich dann wirklich, ich konnte mich nicht mehr halten. Ich konnte mich echt nicht mehr halten. Die ersten Tränen kamen einfach, ich wusste nicht mehr, was machen. Es war wirklich außerhalb meiner Komfortzone und ich konnte nichts dagegen machen. Du bist in diesem Bus, du kannst nicht aussteigen und sagen, ich mache nicht mit. Es ist einfach, du bist gefesselt, da teilzuhaben und mitzumachen. Und das war für mich so die innere Qual für mich. Ich weiß es nicht, das ist so, ich gehe ja auch in Zoos, ich gehe sogar rein in SeaWorld, auch wenn ich das mit den Orcas echt beschissen finde. Aber ich gehe dahin, weil ich es trotzdem gerne auch anschaue. Ich bin so ehrlich. Aber das heute, nee. Also ich habe wirklich auch das Logo gefilmt. Ich werde es jetzt hoffentlich hier einblenden. So hart es sein mag, bitte besucht diesen Park nicht. Bitte besucht diesen Park nicht. Das ist nichts Sehenswertes. Wie gesagt, mich hat es gebrochen. Ja, ansonsten, wir sind 3 Stunden Bus gefahren, für 1,5 Stunden vor Ort. Ich weiß nicht. Der Guide hat die ganze Zeit während der Busfahrt hin durch ein Mikrofon geredet. Als wir angekommen sind, hat er ohne Mikrofon geredet. Das heißt, die vordersten 5 Personen haben jetzt gehört, wie lange wir draußen warten müssen, die anderen alle nicht. Als ich dann als letzter dann ausgestiegen bin, war er weit und breit nicht zu sehen. Also hast du keine Ahnung, bleibst in der Nähe des Busses und wartest, bis die ersten Leute wieder zurückkommen. Und es war einfach heute wirklich nicht mein Ausflug. Das kann ich wirklich zugestehen. Es war nicht mein Ausflug. Die Tiere werden auf engstem Gehege gehalten. Also wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Gefühlt 5 Füchse, es waren keine Füchse, aber was Ähnliches, auf einem Betonboden, 2,5 auf 2,5 Meter. Das war's. Das ist ihr Gehege. Also das ist wirklich, ich kann es nicht sehen. Kängurus haben einen Fluss und der Fluss wurde nur blau angemalt, da ist kein Wasser drin. Aber es sieht schöner aus für das Publikum, das vorbeikommt. Die Touristen sehen dann, schau mal, die haben einen blauen Fluss. Es ist gar kein Wasser drin, es ist nur blau angemalt. Nee, solche Sachen regen mich so auf. Also wie gesagt, es war heute eine Mischung aus Wut und Enttäuschung. Schmerz. Ja, auch das gibt es. Auch das gehört zum Reisen dazu. Nicht alles auf der Welt ist perfekt, das ist mir bewusst. Heute wurde es mir wieder mal so richtig bewusst. Ja, ich bin auch der Meinung, ich werde es dazwischen sagen. Ich habe es jetzt noch nicht gesagt, wenn ich das hier aufnehme, aber ich werde es dazwischen sagen. Das eine Tier meiner Meinung nach war auch blutig. Von dem her, ihr werdet es gesehen haben, wenn ihr das hier seht. Ja, ich habe trotzdem alles gefilmt. Ich habe mich entschieden, oder ich werde mich entscheiden, euch das trotzdem alles zu zeigen. Es ist, wie es ist. Ihr kennt meine Meinung jetzt dazu. Ihr seht auch, wie ich reagiert habe in der Hälfte, wo wir gestoppt haben, wo ich echt nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr. Ich stand da, wollte reden, ich wollte eine Aufnahme machen, euch zeigen, wie scheiße es ist und ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Meine Stimme hat versagt. Ich hatte wahrscheinlich einen Puls um die 200 gefühlt. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich habe Bauchkrämpfe bekommen. Es war nicht mein Tag. Und das nur in Klammer, wegen Tieren, die einfach beschissen behandelt werden. Und Menschen, die das nicht sehen. Ich glaube, es ist halt diese Kombination. Ich glaube, ich bin der Einzige gewesen, der geschockt war. Ich glaube, die anderen waren einfach alle dort und haben es genossen, Affen zu fotografieren, die in einem Radius von 2 Metern in einem Gehege eingeschlossen sind, nichts haben, um selbst zu spielen oder so. Einfach, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Ich glaube, ich habe jetzt lange genug gesagt, wie beschissen ich diesen Ausflug fand. Es tut mir leid für die Wortwahl gerade eben. Ich glaube nicht, dass das Guatemala repräsentiert. Das muss ich zugestehen. Das glaube ich nicht. Dafür kenne ich jetzt zu viele Personen, die diese Region hier lieben.
Und ich hoffe, ich werde euch irgendwann einmal das Gegenteil aufzeigen können. Heute von meiner Seite war es das aber nicht. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Abend und morgen ein schöneres Video. Ich habe jetzt 2 Tage Zeit, um das zu verarbeiten, bevor wir dann in Mexiko ankommen. Und ich hoffe, einen viel, viel schöneren Ausflug haben. Bye, bye.